Willkommen auf meinem Kanal. Hallo Freunde, das heutige Thema ist meine Morgenroutine. Hört gut zu und wiederholt dann nach mir. Guten Morgen, ich bin Emma. Ich lebe in Berlin und liebe es, meine Morgenroutine zu genießen. Mein Tag beginnt früh. Ich stehe um 6 Uhr auf, wenn die Stadt noch schläft. Zuerst mache ich mein Bett und öffne das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Dann gehe ich ins Badezimmer, putze meine Zähne und wasche mein Gesicht. Nach dem Badezimmer gehe ich in die Küche und mache Frühstück. Ich esse gerne Brot mit Marmelade und trinke Tee. Während des Frühstücks höre ich Musik oder Radio. Das macht mich fröhlich. Nach dem Essen ziehe ich mich an. Ich wähle warme Kleidung, weil es in Berlin oft kalt ist. Dann packe ich meine Tasche für die Schule oder Arbeit. Ich nehme Bücher und mein Handy mit. Bevor ich das Haus verlasse, sage ich meiner Katze Tschüss. Ich gehe zu Fuß zur U-Bahn-Station. Die Straßen sind ruhig und die Luft ist frisch. In der U-Bahn lese ich ein Buch oder schaue aus dem Fenster. Ich komme pünktlich in der Schule oder bei der Arbeit an. Ich fühle mich bereit für den Tag. In der Schule angekommen, gehe ich zu meinem Schließfach und hole meine Bücher für die erste Stunde. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ich lerne viele interessante Dinge. In der Pause treffe ich meine Freunde. Wir reden und lachen zusammen. Nach der Schule gehe ich manchmal mit Freunden in ein Café. Wir trinken Kakao und essen Kuchen. Wenn ich nach Hause komme, mache ich Hausaufgaben. Das dauert 1 oder 2 Stunden. Danach habe ich Freizeit. Ich lese gerne oder spiele mit meiner Katze. Zum Abendessen gibt es oft Gemüse und Reis. Meine Mutter kocht sehr gut. Nach dem Essen sehe ich manchmal fern oder ich chatte mit Freunden im Internet. Vor dem Schlafengehen lese ich noch ein bisschen in meinem Buch. Ich gehe nicht zu spät ins Bett. Um 10 Uhr schlafe ich meistens. Ich denke an den Tag zurück und freue mich auf morgen. Interessante Vokabeln und Ausdrücke. Bevor wir mit unserer Sprechübung beginnen, lassen Sie uns einige interessante Wörter und Phrasen aus unserer Geschichte erkunden, um unsere Deutschkenntnisse zu verbessern. Beginnt. Mein Tag beginnt früh, noch bevor die Sonne aufgeht. Putze. Nach dem Aufstehen putze ich mir die Zähne. Frühstück. Mein Frühstück besteht oft aus Brot mit Marmelade und Tee. Wähle. Ich wähle warme Kleidung für den kalten Berliner Morgen. Packe. Bevor ich gehe, packe ich meine Tasche für die Schule. Schließfach in der Schule gehe ich zu meinem Schließfach. Unterricht. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Fern. Nach dem Essen sehe ich manchmal fern. Jetzt üben wir. Bitte wiederhole nach mir. Guten Morgen, ich bin Emma. Ich lebe in Berlin und liebe es, meine Morgenroutine zu genießen. Guten Morgen, ich bin Emma. Ich lebe in Berlin und liebe es, meine Morgenroutine zu genießen. Mein Tag beginnt früh. Ich stehe um 6 Uhr auf, wenn die Stadt noch schläft. Mein Tag beginnt früh. Ich stehe um 6 Uhr auf, wenn die Stadt noch schläft. Zuerst mache ich mein Bett und öffne das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Zuerst mache ich mein Bett und öffne das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Dann gehe ich ins Badezimmer, putze meine Zähne und wasche mein Gesicht. Dann gehe ich ins Badezimmer, putze meine Zähne und wasche mein Gesicht. Nach dem Badezimmer gehe ich in die Küche und mache Frühstück. Nach dem Badezimmer gehe ich in die Küche und mache Frühstück. Ich esse gerne Brot mit Marmelade und trinke Tee. Ich esse gerne Brot mit Marmelade und trinke Tee. Während des Frühstücks höre ich Musik oder Radio. Das macht mich fröhlich.
Während des Frühstücks höre ich Musik oder Radio. Das macht mich fröhlich. Nach dem Essen ziehe ich mich an. Nach dem Essen ziehe ich mich an. Ich wähle warme Kleidung, weil es in Berlin oft kalt ist. Ich wähle warme Kleidung, weil es in Berlin oft kalt ist. Dann packe ich meine Tasche für die Schule oder Arbeit. Dann packe ich meine Tasche für die Schule oder Arbeit. Ich nehme Bücher und mein Handy mit. Ich nehme Bücher und mein Handy mit. Bevor ich das Haus verlasse, sage ich meiner Katze Tschüss. Bevor ich das Haus verlasse, sage ich meiner Katze Tschüss. Ich gehe zu Fuß zur U-Bahn-Station. Ich gehe zu Fuß zur U-Bahn-Station. Die Straßen sind ruhig und die Luft ist frisch. Die Straßen sind ruhig und die Luft ist frisch. In der U-Bahn lese ich ein Buch oder schaue aus dem Fenster. In der U-Bahn lese ich ein Buch oder schaue aus dem Fenster. Ich komme pünktlich in der Schule oder bei der Arbeit an. Ich komme pünktlich in der Schule oder bei der Arbeit an. Ich fühle mich bereit für den Tag. Ich fühle mich bereit für den Tag. In der Schule angekommen, gehe ich zu meinem Schließfach und hole meine Bücher für die erste Stunde. In der Schule angekommen, gehe ich zu meinem Schließfach und hole meine Bücher für die erste Stunde. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ich lerne viele interessante Dinge. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ich lerne viele interessante Dinge. In der Pause treffe ich meine Freunde. Wir reden und lachen zusammen. In der Pause treffe ich meine Freunde. Wir reden und lachen zusammen. Nach der Schule gehe ich manchmal mit Freunden in ein Café. Nach der Schule gehe ich manchmal mit Freunden in ein Café. Wir trinken Kakao und essen Kuchen. Wir trinken Kakao und essen Kuchen. Wenn ich nach Hause komme, mache ich Hausaufgaben. Wenn ich nach Hause komme, mache ich Hausaufgaben. Das dauert 1 oder 2 Stunden. Danach habe ich Freizeit. Das dauert 1 oder 2 Stunden. Danach habe ich Freizeit. Ich lese gerne oder spiele mit meiner Katze. Ich lese gerne oder spiele mit meiner Katze. Zum Abendessen gibt es oft Gemüse und Reis. Meine Mutter kocht sehr gut. Zum Abendessen gibt es oft Gemüse und Reis. Meine Mutter kocht sehr gut. Nach dem Essen sehe ich manchmal fern oder ich chatte mit Freunden im Internet. Nach dem Essen sehe ich manchmal fern oder ich chatte mit Freunden im Internet. Vor dem Schlafengehen lese ich noch ein bisschen in meinem Buch. Vor dem Schlafengehen lese ich noch ein bisschen in meinem Buch. Ich gehe nicht zu spät ins Bett. Um 10 Uhr schlafe ich meistens. Ich gehe nicht zu spät ins Bett. Um 10 Uhr schlafe ich meistens. Ich denke an den Tag zurück und freue mich auf morgen. Ich denke an den Tag zurück und freue mich auf morgen. Hören Sie die Geschichte noch einmal ohne Untertitel. Guten Morgen, ich bin Emma. Ich lebe in Berlin und liebe es, meine Morgenroutine zu genießen. Mein Tag beginnt früh. Ich stehe um 6 Uhr auf, wenn die Stadt noch schläft. Zuerst mache ich mein Bett und öffne das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Dann gehe ich ins Badezimmer, putze meine Zähne und wasche mein Gesicht. Nach dem Badezimmer gehe ich in die Küche und mache Frühstück.
Ich esse gerne Brot mit Marmelade und trinke Tee. Während des Frühstücks höre ich Musik oder Radio. Das macht mich fröhlich. Nach dem Essen ziehe ich mich an. Ich wähle warme Kleidung, weil es in Berlin oft kalt ist. Dann packe ich meine Tasche für die Schule oder Arbeit. Ich nehme Bücher und mein Handy mit. Bevor ich das Haus verlasse, sage ich meiner Katze Tschüss. Ich gehe zu Fuß zur U-Bahn-Station. Die Straßen sind ruhig und die Luft ist frisch. In der U-Bahn lese ich ein Buch oder schaue aus dem Fenster. Ich komme pünktlich in der Schule oder bei der Arbeit an. Ich fühle mich bereit für den Tag. In der Schule angekommen, gehe ich zu meinem Schließfach und hole meine Bücher für die erste Stunde. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ich lerne viele interessante Dinge. In der Pause treffe ich meine Freunde. Wir reden und lachen zusammen. Nach der Schule gehe ich manchmal mit Freunden in ein Café. Wir trinken Kakao und essen Kuchen. Wenn ich nach Hause komme, mache ich Hausaufgaben. Das dauert 1 oder 2 Stunden. Danach habe ich Freizeit. Ich lese gerne oder spiele mit meiner Katze. Zum Abendessen gibt es oft Gemüse und Reis. Meine Mutter kocht sehr gut. Nach dem Essen sehe ich manchmal fern oder ich chatte mit Freunden im Internet. Vor dem Schlafengehen lese ich noch ein bisschen in meinem Buch. Ich gehe nicht zu spät ins Bett. Um 10 Uhr schlafe ich meistens. Ich denke an den Tag zurück und freue mich auf morgen. Gute Arbeit heute. Mach weiter so mit deiner fantastischen Anstrengung. Vergiss nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um mehr spannende Deutschstunden zu erhalten. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.